Die Kinder dieser Frau hatten im Leben nicht viel Erfolg und lebten im Schatten dessen, was die Familie aufgebaut hatte. Als sie vom Tod ihrer Mutter erfuhren, eilten sie zu ihrem Haus, um ihr Erbe zu suchen. Doch was sie in ihrem Zimmer fanden, würde ihr Leben vollkommen verändern. Helena Romano, eine 69-jährige Italienerin, saß oft auf der Veranda ihrer prächtigen Villa, blickte auf den Horizont und versank in ihren Erinnerungen. Sie wuchs im Luxus auf, wurde aber nie vom Prunk beeinflusst. Ihr Vater, ein Magnat der Automobilindustrie, lehrte sie immer, dass der wahre Reichtum im Charakter und in der Integrität einer Person liegt, nicht in den Bankkonten. Schon früh lernte Helena, jeden Cent und jeden Aufwand zu schätzen, was ihre Familie zum Erfolg führte. Sie wusste, dass jeder Erfolg mit Opfern einhergeht, schlaflose Nächte und schwierige Entscheidungen. Im Alter von 25 Jahren verband sich ihr Schicksal mit dem von Umberto, einem charmanten jungen Mann, dem Sohn eines der engsten Geschäftspartner ihres Vaters. Ihre Hochzeit war das Ereignis des Jahres, eine Verbindung, die nicht nur ihre Schicksale besiegelte, sondern auch das Imperium ihrer Familien stärkte. Gemeinsam repräsentierten sie Macht und Eleganz, aber vor allem teilten sie eine tiefe Liebe und eine Zukunftsvision. Das Haus, das einst still war, füllte sich bald mit dem Klang kleiner Schritte, die durch die Flure liefen. Zuerst kam Pietro, ein Junge mit neugierigen Augen und ansteckendem Lächeln. Ein Jahr später wurde Lorenzo geboren, der eine unerschöpfliche Energie und ein Lachen mitbrachte, das selbst die dunkelsten Tage erleuchtete. Die Villa der Romanos, im Herzen der Toskana gelegen, war ein Symbol für Wohlstand und Erfolg. Doch hinter ihren Steinmauern und makellosen Gärten verspürte Helena eine Leere, die der Luxus nicht füllen konnte. Jeder Winkel dieses Hauses erinnerte sie an ihre privilegierte Kindheit, und obwohl sie für alles dankbar war, sehnte sich etwas in ihr nach einem höheren Zweck. An einem kalten Winterabend, während sie das Knistern des Kamins beobachtete, offenbarte Helena Umberto ihren Wunsch, einen Unterschied in der Welt zu machen, und erwähnte den Reichtum, den sie besaßen, und die Bedürftigkeit vieler draußen. Umberto, immer verständnisvoll und ebenso großzügig, stimmte ihr zu. Sie beschlossen gemeinsam, den weniger Glücklichen zu helfen. Die Wahl des Waisenhauses war kein Zufall. Helena hatte schon immer eine besondere Zuneigung zu Kindern und wusste, dass viele nicht das gleiche Glück hatten wie ihre eigenen Kinder. Das Paar beschloss, 100.000 € an ein örtliches Waisenhaus zu spenden, in der Hoffnung, dass diese Geste den Kindern dort Freude und Hoffnung bringen würde. Am Tag des Besuchs schien die Sonne hell, was im Kontrast zum verblassten Grau des Waisenhausgebäudes stand. Die Kinder rannten auf das Paar zu, als sie es kommen sahen, mit neugierigen Augen und schüchternen Lächeln. Unter all den unschuldigen Gesichtern stach ein Paar Augen heraus. Es waren tiefe und leuchtende Augen, die Geschichten und Träume zu tragen schienen. Der 5-jährige Junge stellte sich als Antonio vor. Helena fühlte sich sofort zu ihm hingezogen. Da war etwas in diesem Blick, eine Mischung aus Traurigkeit und Hoffnung, die sie tief berührte. Während sie sprachen, erfuhr Helena seine Geschichte. Antonio war vor einem Krankenhaus ausgesetzt worden, und das Waisenhaus war schon immer sein einziges Zuhause gewesen. In den nächsten Tagen konnte Helena Antonio nicht aus dem Kopf bekommen. Sie spürte, dass es eine besondere Verbindung zwischen ihnen gab, etwas jenseits von Mitgefühl. Im Gespräch mit Umberto äußerte sie ihren Wunsch, den Jungen zu adoptieren. Umberto, der die Entschlossenheit und die Liebe in den Augen seiner Frau sah, stimmte dem Adoptionsprozess zu. Dank des Einflusses und der Ressourcen des Paares verlief er erstaunlich schnell. Innerhalb weniger Wochen verließ Antonio das Waisenhaus mit einem kleinen Koffer und einem Herzen voller Hoffnung. Er gewann nicht nur eine neue Familie, sondern auch eine neue Chance im Leben. So gewann die Familie Romano ein neues Mitglied. Ein freundlicher Junge mit leuchtenden Augen, der nicht nur seine Geschichte, sondern auch das Versprechen einer Zukunft voller Liebe und Möglichkeiten mitbrachte. Die Jahre vergingen schnell, und Helena war gerührt, als sie darüber nachdachte, wie ihre Jungen gewachsen waren. Da waren sie, jeder in seiner eigenen Welt, aber verbunden durch unzerbrechliche Bande. Antonio, der Jüngste, jetzt 16 Jahre alt, hatte eine unstillbare Neugier. Seine Augen, die einst im Waisenhaus leuchteten, strahlten jetzt noch intensiver. Er verbrachte Stunden in der großen Bibliothek des Hauses und las über Biologie, Wissenschaft und entfernte Kulturen. Es war üblich, ihn mit einem Stethoskop zu sehen, wie er die Herzschläge der Tiere auf dem Anwesen abhörte oder den Angestellten bei kleinen Verletzungen half. Sein Traum war klar, er wollte Arzt werden und einen Unterschied in der Welt machen. Lorenzo, der mittlere Bruder, war völlig anders.
Sein Universum drehte sich um Argumente und Diskussionen. Schon als Kind zeigte er Interesse an der Anwaltschaft. Vielleicht beeinflusst von den Geschäften der Familie, richtete er oft Gerichte im Garten ein, wo er Streitigkeiten zwischen den Angestellten oder sogar zwischen seinen eigenen Geschwistern löste. Doch seine Leidenschaft für das Recht wurde oft von seinen Ablenkungen und Unentschlossenheiten getrübt. Pietro, der Älteste, trug das Gewicht der Familientradition. Er wusste, dass er eines Tages die Geschäfte der Familie übernehmen musste. Deshalb begann er sofort nach Abschluss der High School, Betriebswirtschaft und Wirtschaft zu studieren. Aber Pietro hatte auch eine rebellische Seite, die seine Eltern beunruhigte. Es war üblich, ihn mit Sportwagen die Straßen der Toskana entlangfahren zu sehen oder ihn auf extravaganten Partys der Region bis zum Morgengrauen zu finden. Er liebte das Leben und lebte jeden Moment in vollen Zügen. Trotz der Unterschiede teilten die drei Brüder unvergessliche Momente. Lange Sommerabende am Pool, Reisen an die Küste, Familienfeiern. Sie waren unzertrennlich. Helena und Humberto beobachteten mit Stolz und hofften, dass die drei trotz ihrer unterschiedlichen Wege den Wert der Familie immer im Gedächtnis behalten würden. Doch im Laufe der Jahre begannen sich die Unterschiede zwischen ihnen zu vertiefen. Antonio, immer bescheiden und engagiert, schloss sein Medizinstudium ab und begann, sich in örtlichen Krankenhäusern ehrenamtlich zu engagieren, um Erfahrungen und Wissen zu sammeln. Lorenzo hingegen hatte Schwierigkeiten an der juristischen Fakultät, oft fühlte er sich verloren und orientierungslos. Und Pietro, obwohl brillant in seinen Studien, begann sich in den Versuchungen des reichen Jugendlebens zu verlieren. Helena, aus der Ferne beobachtend, versuchte die Familie zusammenzuhalten. Sie organisierte wöchentliche Abendessen in der Hoffnung, dass die Brüder am Tisch wieder zueinander finden würden. Und oft funktionierte das. Gelächter, Geschichten und gemeinsame Momente belebten die Flamme der Geschwisterlichkeit wieder. Aber wie in jeder Familie gab es Herausforderungen und Konflikte. Und das war erst der Anfang. Nach einigen Jahren wurde Antonio immer von größeren Anliegen angetrieben, zu fernen Ländern geführt, wo Medizin noch ein Luxus und Schmerz allgegenwärtig war. In abgelegenen Dörfern Afrikas, in den Bergen Asiens und in Gemeinden Lateinamerikas wurde er zu einem Hoffnungsschimmer und heilte Tausende von Menschen mit seinem medizinischen Können. Jeder Anruf nach Hause berichtete von seinen Abenteuern und Herausforderungen. Seine Eltern warteten sehnsüchtig auf seine Videoanrufe, wo sie das Gesicht von Antonio sehen konnten, seine Stimme hören und für kurze Momente spüren konnten, dass sie wieder vereint waren. Während Antonio Heilung und Liebe in die Welt brachte, verloren sich Pietro und Lorenzo, die leiblichen Kinder des Paares, in ihren eigenen egoistischen Welten. Die sporadischen Anrufe wurden seltener und die Nachrichten noch knapper. Helena, mit ihrem mütterlichen Herzen, spürte eine wachsende Leere, eine Sehnsucht, die schmerzte. Humberto versuchte derweil, seine Enttäuschung zu verbergen, aber die Traurigkeit in seinen Augen war offensichtlich. Der Winter dieses Jahres war besonders streng in Italien. Der Schnee bedeckte die Straßen und der beißende Wind ließ die Bäume sich biegen. In dieser eisigen Kulisse wurde Humberto, schon geschwächt durch das Alter, krank. Das Haus, einst voller Gelächter und Erinnerungen, wurde still, unterbrochen nur von Helenas Flüstern und den hastigen Schritten der Ärzte. Die Nachricht von Humbertos Krankheit verbreitete sich schnell, aber nicht schnell genug, um Pietro und Lorenzo zurückzubringen. Sie, in ihre Leben vertieft, schienen zu weit entfernt, sowohl in Kilometern als auch in Gefühlen. Helena, an der Seite ihres geliebten Mannes, hielt seine Hand, in der Hoffnung auf ein Wunder, eine Wende, ein Zeichen, dass alles gut werden würde. Aber das Schicksal, in seiner Unberechenbarkeit, nahm Humberto in einer stillen Nacht fort. Helena, mit gebrochenem Herzen, bereitete sich auf das letzte Lebewohl vor. Am Tag der Beerdigung war das Haus voll von vertrauten Gesichtern, Freunden, Verwandten und Geschäftspartnern. Aber unter allen Anwesenden fehlten zwei: Pietro und Lorenzo. Antonio schaffte es trotz seiner medizinischen Verpflichtungen rechtzeitig anzukommen. Sein Gesicht, gezeichnet von unermüdlicher Arbeit und Müdigkeit, zeigte tiefe Trauer. Er umarmte Helena, um etwas Trost, etwas Stärke zu vermitteln. Zusammen standen Mutter und Sohn dem Abschied gegenüber und spürten schmerzhaft das Fehlen der anderen beiden, die nicht einmal zum Abschied von ihrem eigenen Vater erschienen waren. Helena, nun einsam, fühlte sich wie ein Baum im Winter, ohne Blätter und dem kalten Wind ausgesetzt. Aber inmitten ihres Schmerzes hatte sie Antonio, ihren Sohn, der zwar nicht ihr Blut teilte, aber all ihre Zuneigung besaß. Gemeinsam würden sie sich bemühen, ihre Leben wieder aufzubauen. Stück für Stück, Erinnerung für Erinnerung.
Antonio, stets der Familie gewidmet, blieb eine Weile an Helenas Seite, um sie zu trösten und ihr etwas Erleichterung zu bringen. Helena jedoch erkannte mit ihrer Schärfe und Empathie, dass die Welt Antonio brauchte. Er hatte eine größere Bestimmung, die über die Mauern dieses Hauses in Italien hinausging. Mein Lieber, ich weiß, wie sehr du hier bei mir bleiben möchtest. Und ich würde auch gerne sehen, dass du bleibst. Aber es gibt Menschen da draußen, die mehr auf dich angewiesen sind als ich, sagte Helena, als sie Antonios Hände hielt. Gerührt stimmte Antonio zu. Er verstand, dass seine Mutter recht hatte. Am nächsten Tag, trotz des Schmerzes der Trennung, machte er sich auf den Weg und nahm das stille Versprechen mit, so oft wie möglich zurückzukehren. In der Zwischenzeit blieben Pietro und Lorenzo fern, vertieft in ihre eigenen Leben und Sorgen. Die Kommunikation mit der Mutter war spärlich und Besuche praktisch inexistent. Die gnadenlose Zeit begann schwer auf Helena zu lasten. Die einstige Stärke wich einer Zerbrechlichkeit, die sie nicht länger ignorieren konnte. Mit dem Bedürfnis, sich mit den Kindern zu vereinen, versuchte sie zu kontaktieren, um ihre Sorgen über das Familienunternehmen und ihre nachlassende Gesundheit auszudrücken. Meine Kinder, ich spüre, dass die Zeit für mich knapp wird. Wir müssen uns treffen und über die Zukunft des Familienunternehmens sprechen. Bitte kommt, flehte Helena in einem Anruf an Pietro und Lorenzo. Tage vergingen zu Wochen und Wochen zu Monaten. Helenas Hoffnung, ihre Kinder wiederzusehen, begann zu verblassen. Antonio äußerte in einem seiner Anrufe seine Unfähigkeit, das Familienunternehmen aufgrund seiner medizinischen Verpflichtungen zu leiten. Er vertraute darauf, dass Pietro und Lorenzo diese Verantwortung übernehmen würden. Doch ihr Schweigen war ohrenbetäubend. Das einst so lebendige italienische Haus, das von der Freude einer vereinten Familie erfüllt war, hallte nun vom Schweigen der Abwesenheit wider. Helena saß in ihrem Lieblingssessel und betrachtete die Fotos ihrer 3 Kinder, fragend, wo die Dinge schiefgelaufen waren. Sie sehnte sich danach, ihr Lachen zu hören, ihre Umarmungen zu spüren und einfach wieder in ihrer Gegenwart zu sein. Aber im Moment hatte sie nur Stille und die Erinnerungen an glücklichere Zeiten. Helena, mit all ihrer im Laufe der Jahre angesammelten Weisheit, verstand, dass der einzige Weg, ihre Kinder wieder zu vereinen, darin bestand, ihnen eine Lektion zu erteilen, die sie niemals vergessen würden. Sie wünschte sich, dass sie den wahren Wert des Lebens, die Bedeutung der Familie und die Kürze der Zeit verstehen würden. Mit diesem Gedanken begann Helena, einen sorgfältigen Plan zu schmieden. Sie rief ihren vertrauten Anwalt an und aktualisierte ihr Testament. Dann wies sie ihn an, ihren Kindern einen bestimmten Brief zu übergeben, wenn die Zeit gekommen war. Der Brief, geschrieben in ihrer eleganten und zitternden Handschrift, enthielt Worte, die sie hoffte, dass tief in das Herz von Pietro, Lorenzo und Antonio eindringen würden. Doch nicht alles verlief wie erhofft. Eine Woche nach ihrem Treffen mit dem Anwalt starb Helena friedlich im Schlaf. Die Nachricht von ihrem Ableben verbreitete sich schnell, und die Kinder wurden über das tragische Ereignis informiert. Antonio, mit gebrochenem Herzen, war der Erste, der im Familienhaus ankam. Pietro und Lorenzo kehrten trotz ihrer entfernten Leben ebenfalls schnell zurück, angetrieben von Schuldgefühlen und dem Schock des plötzlichen Verlustes. Dennoch schienen die beiden mehr mit der Aufteilung des Erbes beschäftigt zu sein als mit ihrer eigenen Mutter. Bei der Beerdigung, nach den Ehrungen und Abschieden, trat Helenas Anwalt an die 3 Geschwister heran und übergab ihnen den Brief, den sie hinterlassen hatte. Mit zitternden Händen öffnete Antonio den Umschlag und begann laut zu lesen. Meine geliebten Kinder, wenn ihr diesen Brief lest, bedeutet das, dass ich von dieser Welt aus möchte, dass ihr wisst, dass trotz der Entfernung und der Entscheidungen, die ihr getroffen habt, meine Liebe zu euch nie abgenommen hat. Das Leben ist kurz und zerbrechlich, oft finden wir uns verloren auf der Suche nach Dingen, die am Ende keine echte Bedeutung haben. Ich schreibe diesen Brief mit Tränen in den Augen und einer Sehnsucht, die mir das Herz zerreißt. Ich erinnere mich an die sonnigen Tage, an denen wir im Garten spielten, an das Lachen, das das Haus erfüllte, und an die Nächte, in denen wir gemeinsam Geschichten unter dem Sternenhimmel teilten. Wir waren eine vereinte Familie, voller Liebe und Freude. Ich verstehe, meine Kinder, dass das Leben gelebt werden muss, aber nichts auf dieser Welt ist wertvoller als die Familie selbst. Die Familie ist das Fundament unseres Daseins, wo wir Werte lernen, Unterstützung in schwierigen Zeiten erhalten und Freuden feiern. Antonio, mein Geliebter, ich danke Gott jeden Tag dafür, dass ich dich als Sohn habe. Die Entscheidung, dich in diesem Waisenhaus zu wählen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Deine Freundlichkeit, Zuneigung und dein Engagement für andere sind inspirierend.
Mach weiterhin einen Unterschied in dieser Welt, berühre Herzen und rette Leben. Du bist der lebende Beweis dafür, dass Liebe transformieren und heilen kann. Mein Erstgeborener, Pietro, ich vertraue auf deine Fähigkeiten und deine Entschlossenheit im Laufe der Zeit und hoffe, dass dein Geist erleuchtet wird und die Reife zu dir gelangt. Die Verantwortung für die Geschäfte der Familie liegt auf deinen Schultern, und ich weiß, dass du mit Hingabe und Anstrengung unser Erbe ehren wirst. Lorenzo, mein Träumer, gib niemals deine Träume auf. Ich weiß, dass der Weg schwierig und voller Hindernisse erscheinen kann, aber denke daran, dass um den Gipfel eines Berges zu erreichen, es nötig ist, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Halte an deinem Glauben fest, bleib standhaft und wisse, dass ich immer an deiner Seite sein werde und jeden Tag für dich beten werde. In meinen Gebeten bat ich Gott, deine Wege zu erleuchten, deine Gedanken zu leiten und euch vor allem Bösen zu schützen. Ich bat auch, mit einem Herzen voller Sehnsucht, dass ich vor meinem Abschied eure Gesichter sehen, eure Stimmen hören und eure Umarmungen spüren könnte. Das war alles, was ich wollte. Aber die Tage wurden lang und quälend, und die Einsamkeit wurde zu meinem einzigen Begleiter. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch mehr liebe, als Worte ausdrücken können. Ich habe mein Leben darauf verwendet, mich um euch zu kümmern, euch zu beschützen und euch zu lieben, und für euch würde ich mein Leben geben. Leider, wenn ihr das jetzt lest, ist es, weil mein Abschied einsam war und mein Herz gebrochen ist. Nicht wegen der Unvermeidlichkeit des Todes, sondern wegen der Sehnsucht und Trauer, euch nicht an meiner Seite zu haben. Aber wisst, dass trotz der Schmerzen und Sehnsüchte meine Liebe zu euch nie nachgelassen hat, und ich hoffe, dass ihr durch diesen Brief die Tiefe dieser Liebe und den Wert der Familie verstehen könnt. Ich bitte euch, euch zu vereinen, euch zu unterstützen und niemals die Liebe zu vergessen, die wir geteilt haben. Das Leben ist kurz, und die Zeit ist kostbar. Schätzt jeden Moment, und wisst, dass wo auch immer ich bin, ich immer bei euch sein werde. Mit all meiner Liebe, eure Mutter, Helena. Tränen liefen über die Gesichter der 3 Geschwister, während die Realität der Botschaft ihrer Mutter sich festsetzte. Die Atmosphäre war nach dem Lesen des Briefes emotional aufgeladen. Pietro, sichtlich erschüttert, mit unaufhörlich fließenden Tränen, entschuldigte sich bei seiner Mutter und drückte seine tiefe Reue aus. Er sprach über die Last der Schuld, die er empfand, weil er sich von ihr entfernt hatte, und dass er, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, alles anders gemacht hätte, jeden Moment an ihrer Seite wertschätzend, denn sie verdiente es nicht, alleine zu gehen. Lorenzo, ebenso bewegt, teilte seine Gefühle der Reue. Er erwähnte die unzähligen Male, in denen er andere Dinge über die Zeit mit seiner Mutter gestellt hatte. Er sprach über die Reue, die er fühlte, nicht bei den wichtigsten Momenten präsent gewesen zu sein, und wie er sich wünschte, eine weitere Chance zu haben, seine Fehler zu beheben. Gefühle der Reue und das stille Versprechen der Veränderung durchdrangen die Atmosphäre, und es war klar, dass Helenas Worte das Herz ihrer Kinder tief berührt hatten. Eine dichte Stille erfüllte den Raum, nur unterbrochen von den gedämpften Schluchzern der Kinder. Pietro und Lorenzo, mit roten und geschwollenen Augen, bedauerten zutiefst, dass sie die Momente mit Helena nicht genossen hatten, solange sie am Leben war. Antonio, präsenter, teilte den Schmerz des Verlusts und die Traurigkeit, seine Brüder so voller Reue zu sehen. Während das Trio in seiner Qual versunken war, zog ein sanftes und fast unmerkliches Geräusch ihre Aufmerksamkeit auf sich. Es war wie ein sanftes Murmeln des Windes. Doch etwas schien anders zu sein. Und dann, zum Erstaunen aller, begann Helena sich zu bewegen. Ihre Augen, zuvor geschlossen und ruhig, öffneten sich jetzt langsam und enthüllten den gewohnten Glanz. Pietro wich zurück und stolperte über einen Stuhl, während Lorenzo mit weit aufgerissenen Augen nach Worten suchte. Antonio, immer der ruhigste, starrte Helena an und versuchte zu verstehen, was vor sich ging. Helena setzte sich auf das Bett und blickte tief in die Augen ihrer Kinder, sprach mit sanfter Stimme: »Meine Lieben, ich vergebe euch.« Der Schock war in den Gesichtern der Kinder offensichtlich, unfähig zu verstehen, was sich abspielte. War es ein Traum? Eine Halluzination? Als sie die Panik in ihren Augen sah, beruhigte Helena sie schnell: »Bleibt ruhig. Ich weiß, dass das unerwartet ist, und ich entschuldige mich für den Schrecken, aber es war die einzige Möglichkeit, euch wirklich zu sehen, euch wieder nahe bei mir zu spüren. Ich wollte diese Welt nicht verlassen, ohne meine Kinder vereint zu sehen, ohne eure Liebe wieder zu spüren«, fuhr sie fort. Pietro, immer noch benommen, griff ein: »Mutter, das ist verrückt.« Helena lächelte sanft. »Vielleicht ist es das, mein Lieber, aber schau dich um. Wir sind alle hier zusammen, wie eine Familie. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Dinge anders zu machen,
präsenter im Leben des anderen zu sein. Lorenzo, die Tränen abwischend, näherte sich seiner Mutter und umarmte sie. »Mutter, es tut mir so leid«, flüsterte er ihr ins Ohr. Antonio, mit einem Lächeln im Gesicht, schloss sich der Umarmung an, gefolgt von Pietro. Die vier umarmten sich fest, spürten die Liebe und Verbindung, die immer zwischen ihnen existiert hatten, aber im Laufe der Jahre vergessen worden waren. Und in diesem Moment, zwischen Tränen und Lachen, fand die Familie wieder zusammen, versprach sich nie wieder zu verlieren. Schätzen, solange es möglich ist. Nicht alles im Leben bietet eine zweite Chance. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zuschauen. Geben Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine riesige Community aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.